Ist immer wieder schön, Fußball 2000 zu Gast zu haben. Heute sind wir im Massiv Central und eigentlich sind wir im Moseleck im Massiv Central. Basti, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, es ist immer schön, uns hier zu haben, aber ob das Spiel in Leipzig schön war, werden wir analysieren. Ich glaube eher nicht. Aber wir haben auch gar nicht lange Zeit, uns auszuruhen. Wir fliegen jetzt nach Barcelona, dann kommen Augsburg. Lisa, Marvin und ich haben viel zu besprechen. Also wir sind mal ein bisschen in der Situation, dass wir mal tiefer reingehen müssen in die verschiedenen Situationen. Es ist viel diskutiert worden, es wird viel diskutiert, es ist viel los. Ihr lasst jetzt schon mal Likes da, Kommentare, habt ihr das auch hinter euch? Abonniert uns bei WhatsApp, dies, das, Ananas. Und wir müssen ja drüber sprechen. Fußball 2000, die neue Folge. Wir sind wieder da und liebe Leute, boy, oh boy, 0:6, Blamage in Leipzig. Es gibt kein anderes Wort, was mir dafür einfällt. Und es ist ganz klar, wir müssen da heute drüber reden. Wir reden über das Spiel gegen Leipzig. Ja, wir müssen auch über eine Dino-Situation reden. Ja, ich weiß, es war in den letzten Wochen in den Kommentaren ging es schon heiß her. Wir werden das auf jeden Fall jetzt aufgreifen. Und natürlich auch der Blick auf Barcelona, was man da ändern kann. Aber lieber Basti, wann hast du gemerkt, dass am Samstag dieses Spiel in eine Richtung gleitet, die uns sehr unliebsam ist? Beim Wolfsburg-Spiel schon. Ja, die letzten Wochen deutet es ja so ein bisschen an, dass die Eintracht momentan jetzt nicht in so einem Vibe und in so einem Flow ist, um da irgendwie mal so eine komplette Überraschung zu liefern. Das heißt, beim Leipzig-Spiel war ich jetzt vorm Spiel schon nicht so in dem Mut, dass ich dachte, oh, vielleicht können wir hier was reißen, sondern ich war eher ein bisschen erleichtert, dass die anderen Ergebnisse, das hat sich ja dann auch bestätigt, an dem Spieltag, ja, so ein bisschen Flashbacks zur Dino Season 1 waren, wo die ganze Bundesliga in irgendeiner Art und Weise nicht vorankam. Deswegen, es ist ja auch tabellarisch tatsächlich nichts passiert. Das war vor dem Spiel Gott sei Dank schon klar. Nichtsdestotrotz muss man sagen, in der Drastigkeit, in der das passiert ist, die habe ich nicht erwartet. Also, dass wir da vielleicht irgendwie locker 2-0 verlieren, 3-0. Am Ende reicht die Qualität nicht, weil gerade in irgendeiner Art und Weise viele Verletzte da sind. Das war schon meine Erwartung. Dass wir aber dann über ein Spiel reden, wo du das Gefühl hast, ey, wir müssen jetzt mal ein bisschen Klartext reden. Das hätte ich nicht gedacht, aber ich glaube, dass das nötig ist. Und vielleicht ist dieses Spiel sogar ganz gut, weil die Kommunikation der Eintracht der letzten Wochen war ja immer beschwichtigend. So, es war ja immer so, ja, und Heidenheim ist hart und hier ist noch eine harte Nuss und mein ganzer Weihnachtsteller ist voller harter Nüsse und so. Ich glaube, dass man durch dieses Spiel nicht mehr leugnen kann, dass eben nicht alles normal ist gerade und vielleicht jetzt eine Möglichkeit auch mal darüber zu sprechen. Und ich glaube, es gibt gar keine andere Situation, außer darüber zu sprechen. Denn wir haben gesehen, dass eine Eintracht in ein Spiel gekommen ist, gar nicht unfassbar schlecht. Es gab durchaus die eine oder andere Situation, eine oder andere Halbchance, auch für die Eintracht. Aber was von Anfang an aufgefallen ist, ist, dass in der Defensive die Abstimmung erstens nicht so geklappt hat und die Kommunikation gefehlt hat. Das hast du schon beim ersten Tor gemerkt, liebe Lisa. Da war es tatsächlich so, dass ich mir die Frage gestellt habe, okay, spielen wir Bundesliga? Oder ist es was anderes? Es könnte auch was anderes sein. Aber Bundesliga, da denke ich mir schon, da muss ich mich mit Koch abstimmen. Da muss auch ein Zetterer, wenn er rausläuft, wissen, dass er den Ball potenziell haben kann. Das hat er nicht geschafft. Und dann stehst du da und dann laufen Koch und Collins laufen spalieren. Du weißt gar nicht, ist es ein Trainingsspiel? Ja, es ist ohne Worte, ehrlicherweise. Die spielen ja jetzt nicht zum ersten Mal zusammen. Nee. Das ist ja das Ding. Also es ist ja immer die gleiche Abwehrreihe. Ja. Und man muss sich doch irgendwann mal fragen, nach 13, 14 Spielen muss doch eigentlich da eine Abstimmung und eine Kommunikation sein. Das kann doch nicht sein, dass wie in Köln jetzt schon wieder so ein Ding passiert. Jetzt geht die Scheiße wieder los. Ja. Also keine Ahnung, ich finde da keine Worte mehr für, weil das kann es einfach nicht sein. Ja. So, das sind alles Nationalspieler. Das sind alles Nationalspieler. Die können sich doch da nicht wie so Schuljungen so billig da auch beim 2-0. Ich könnte mich wieder in Rage reden, wenn ich dieses Abwehrverhalten sehe. Das hat für mich wirklich in dem Fall auch nichts mit Bundesliga zu tun. Da Spalier stehen, gar nicht in die Zweikämpfe kommen, immer 3 Meter entfernt sein. Und das ist für mich vor allen Dingen nicht nur Abstimmung, Einstellungssache. Ja, dann sind wir beim Thema, glaube ich, dass das eine Einstellungssache ist. Ich finde sogar, es ist beides, weil es ist sowohl die Abstimmung untereinander, dass Koch als Kapitän eigentlich auch dafür die Prokura hat, dass er seine Leute anleitet. Und das hat er nicht geschafft. Und beim 2-0, da muss ich sagen, wie billig das passiert ist, dass Collins wie jemand, der ein NPC ist, da steht und weiß nicht, was er machen soll. Keine Ahnung. Es ist ein NPC bei GTA. Das kam ich mir echt vor. Natürlich hast du die Einzelqualität. Ich muss aber jetzt nicht die ganze Zeit in dieser Sendung die Einzelqualitäten der Leipziger loben, sondern ich muss leider auch da reingehen, weil das war in einer Phase, in der die Eintracht wenigstens offensiv noch was probiert hat. Und dann kriegst du ein ums andere Gegentor. Und das ist ja genau das Ding. Ich meine, in Leipzig was zu erwarten ist vielleicht auch ein bisschen vermessen zu sagen, ganz ehrlich, das ist eine Mannschaft, die können trotz Platz 7 ihren Kader mit 140 Millionen Euro aufblasen.
dieser Kampf gegen diese Plastikfeinde ist für die Eintracht Frankfurt auch unglaublich anstrengend, weil die können jedes Jahr finanziell komplett ohne Risiko agieren, alles gut. Das heißt, dahin zu fahren und zu sagen, okay, die haben eine höhere Qualität, ist vielleicht ganz normal, aber wie du es schon gesagt hast und wie Lisa auch schon angesprochen hat, dass du, jetzt muss ich auch auf die Formulierung aufpassen, dass du schon wieder selber mit deinem Knie schläfst, indem du wieder einen individuellen Fehler hast und dann genau diese zarte Flamme, die du eventuell am Anfang hattest, diese paar Minuten, dass du die schon wieder selber auslöschst. Ja. Schon wieder in dieser Saison über einen individuellen Fehler. Das kann mal passieren, das kann zweimal passieren. Das ist jetzt schon gefühlt das 5., 6. Mal, dass du durch diese Situation, die du beschrieben hast, dir das Leben schwerer machst und das macht dann die Bewertung von diesem Restspiel viel, viel schwerer, weil du eben selber Leipzig, die ja sowieso eine hohe Qualität haben, selber auch noch einlädst. Das heißt, das ist an Unnötigkeit, ist das gar nicht zu überbieten und durch die Häufigkeit, die es jetzt hat, muss man mal Diskussionen führen, warum das so ist. Und da will ich auch noch mal rein, weil genau das, individuelle Fehler entstehen ja auch dadurch, dass die Konzentration nicht da ist. Dass sie einfach nicht konzentriert und bei alle bei 100% sind. Und ich nehme jetzt auch mal bei diesem 0:2, nehme ich da Hut mit rein. Ja, der darf sich ärgern, dass der gerade an die Latte trifft, aber er darf nicht 5 Sekunden so da stehen und in der Zeit wird dieser Konter eingeleitet. Ich nehme Collins nicht in Schutz, aber das ist auch wieder eine Kollektivsache. Man muss die gelbe Karte auch ziehen. Ja, und so, dann faul ihn meinetwegen, aber bitte sei wieder on point, sei wieder wach, sei da aber das ist und sei Punkt. Konzentriert. Ja, weil es sich sehr an Einzelplätzen auch geärgert wird. Also du merkst, es ist auch eine Mannschaft, die viel kommuniziert in Sachen, in Sachen Wut über die einzelnen Fehler und so. Das haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. Ist wahrscheinlich niemandem hier aufgefallen, aber ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Genauso wie ich übrigens auch schon angesprochen habe, dass Zetterer seit Wochen tatsächlich gar nicht so der stabile Rückhalt ist, wie viele in den Kommentaren ihn gemacht haben. Schreibt doch jetzt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren, wie Zetterers Partie jetzt war. Ja, es ist nämlich auch so eine Situation, über die man auch vielleicht nachher nochmal drüber sprechen kann, ob der frühe Wechsel denn so sinnvoll war. Egal. Zwei Punkte. Ich finde es total wichtig. Es ist der Konzentrationsverlust, der auch immer wieder stattfindet, der dazu führt, dass es Situationen gibt, in die die Eintracht in Rückschritte kommt. Und nochmal, und das sage ich jetzt zum letzten Mal, es war nicht so, dass die Eintracht in Leipzig punkten muss. Niemand von uns hat vor der Saison Punkte in Leipzig als Gesetz vorausgesetzt. Alles in Ordnung. Es geht nur um das Wie. Und das Wie hat uns zum 2:0 geführt. Ja. Und das Wie hat uns dazu geführt, dass wir spätestens ab der zweiten Halbzeit keinen Zug mehr hatten. Du hast gemerkt, die Leipziger haben uns im ersten Drittel schon unter Druck gesetzt. Ich habe mir das alles hier aufgeschrieben. Die haben unsere 6er, 8er auch ganz schön mit Pressing unter Druck gesetzt. Muss man auch mal sagen. Diese 6er-8er-Kombination, also diese Kombination mit Dahoud und JB auf dem Niveau ist leider natürlich auch nur bedingt Bundesliga-tauglich, wenn es gegen Top-Clubs geht. Ja, das hat die zweite Halbzeit sehr, sehr deutlich gezeigt. Das heißt, wenn du als Mannschaft, die qualitativ eventuell unterlegen ist, durch auch Verletzungspech, was du momentan hast, und vielleicht dann auch eine mangelnde Einstellung zum Spiel, dann passiert das, was da passiert. Und ich finde, das in der zweiten Halbzeit ist genau der Punkt, warum man eben nicht normal drüber hinweggehen kann und sagen kann, ja, die Punkte sind nicht eingeplant. Und ich habe ja letzte Woche gesagt, für mich ist das wichtigste Spiel der letzten Wochen jetzt einfach zu Hause gegen Augsburg. Dabei bleibe ich auch. Nichtsdestotrotz kannst du dich da so nicht abschlachten lassen, weil es eben diese Folge hat, die es gerade hat. Und das sind Diskussionen, das sind Selbstzweifel, das sind strukturelle Diskussionen, das ist so eine Suche nach dem Fehler, das ist irgendwie eine aufgeheizte Stimmung, wo du dann das Gefühl hast, man verteidigt sich auch wieder und gleichzeitig weiß man nicht, wie man die Situation einordnen soll. Das Einzige, was jetzt nicht mehr passieren kann, es kann nicht mehr dieses Wischi-Waschi-Gelaber passieren auf Pressekonferenzen oder auch in Interviews, wo so getan wird, ja, das ist alles ganz normal, junge Mannschaft, Doppelbelastung, Dreifachbelastung, dies, das, Ananas, Verletzte. Es gibt ja Erklärungsansätze für viele Dinge, aber nicht für alles, was in dieser Hinrunde passiert, die man, und das muss man festhalten, nicht gut beschreitet. So, und das kann man auch einfach mal sagen. So, man will einfach als Fan auch das Gefühl haben, dass die sehen, dass da Merkwürdigkeiten sind, dass die Mannschaft weit auseinander steht übrigens, dass viel Teilnahmslosigkeit ist, wenn jemand den Ball hat, dass da keine Mannschaft ist, die so auf den Platz kommt, die sich angucken und sagt, let's go, let's go, let's go, sondern dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, die sich in der zweiten Halbzeit derartig gehen lässt, wie ich an einem Wochenende auf der Couch alle. Ja, ganz kurz. Ich finde trotzdem, was es wichtig ist, und wir reden uns da eine Rage, das merke ich ja auch. Also, liebe Leute, das ist auch gut, schreibt in den Kommentaren. Aber es ist trotzdem die Realität auch, dass, auch wenn die Spiele zuletzt nicht gut waren, dass die erste Saison-Niederlage nach 6 gewonnenen Spielen, nach 6 Spielen war ohne Niederlage. Ne? Jetzt du hast 6 Ligaspiele ohne Niederlage bestritten, teilweise auch
ergebnismäßig ganz gut und jetzt ist es halt das mit der Niederlage. Es klingt so ein bisschen, auch in der Gefühlslage vieler Fans, habe ich das Gefühl, als hätten wir gerade eine Niederlageserie hinter uns. Das ist halt auch nicht der Fall. Ja, das wollte ich einordnen. Das ist gut, dass du das sagst, weil ich glaube, man muss es im Gesamtkontext einordnen. Ja. Es geht ums Wie. Ja, also wenn wir jetzt uns die Punkte anschauen, alles gut, 2 Punkte bis zur Champions League, die anderen straucheln auch, 1 Punkt bis Europa League. An sich, die Tabelle ist jetzt gerade mal gar nicht so brenzlig und man hat das Gefühl, die Eintracht steht gerade auf Platz 10 oder 11 von der Gefühlslage her. Genau. Aber das kommt daher, dass sie sich so abschlachten lassen und das ist ja nicht das erste Mal. Das ist gegen Liverpool, gegen Bergamo in 5 Minuten oder 10 Minuten zerfallen, gegen Atletico Madrid. Ja, also du hast immer wieder diese gegen Köln 3 Dinger, gegen Gladbach 4 Dinger. Du hast mehr Tore gefressen in der Bundesliga als Heidenheim. Ja, und das ist das Problem. Ich glaube schon, dass man da sagen kann, trotz aller Tabellensituation, dass irgendwas in dieser Hinrunde nicht glatt gelaufen ist. Ja. Das kann man sagen, weil du hast Spiele, klar, du hast gesagt, wir haben Spiele gewonnen. Wir haben aber auch gegen Mainz gewonnen. 1-0. Ja, gegen einen 6-Punkte-Mainz, die einen Trainer gewechselt haben, die wirklich keine gute Saison spielen. Ja. Du hast hier in Heidenheim schwer getan, du hast gegen Union Berlin schwer getan. Du hast jetzt gegen Wolfsburg nicht stark gespielt. In dieser Gemengelage, weil ich meine, so ein Spiel, du gehst ja nicht immer nach Hause und denkst, oh geil, Hauptsache 3 Punkte, Hauptsache 1 Punkt. Nein, du gehst auch mit einem Eindruck von einem Spiel nach Hause. Und das war in der letzten Zeit, trotz dass man gepunktet hat, war das nicht gut. Wenn du dann in Leipzig unglücklich in der ersten Halbzeit dir selber wieder ein Eins legst, alles gut. Das Einzige, was du dann aber machen musst, um deine Ruhe zu haben und wo du dann sagen kannst, okay, in Leipzig kann man verlieren und jetzt geht's weiter und wir fokussieren uns komplett auf Barcelona und Augsburg. Das kannst du nur, wenn du dich in der zweiten Halbzeit nicht so präsentierst, was natürlich eine Angst schürt, dass in dieser Mannschaft irgendwas nicht stimmt, wie die bei dem einen Tor im Strafraum. Da sind 6 Verteidiger drumherum. Ja. 6 Stück. Und die stehen alle so da, dann macht der eine so, dann, du hast Zetterer angesprochen, der brüllt dann den an, Christensen brüllt den an, bla bla bla, wo du dir denkst, Leute, wo ist denn hier der Fehler? Also wo ist denn hier das Problem, dass diese Mannschaft nicht in diesen Frankfurt-Modus kommt? Und ich habe es, glaube ich, als wir letzte Woche gedreht haben, gesagt, all diese ganze Körpersprache der Mannschaft, vom Trainer, die Kommunikation, das ist mir zu wenig Frankfurt. Und dabei bleibe ich, und das in der zweiten Halbzeit war es erst recht nicht, weil ganz am Ende, und das klingt jetzt ein bisschen platt, dann klatscht die in der zweiten Halbzeit wenigstens um. So, dann klatscht die wenigstens um, dass du einigermaßen denen die Lust nimmst zu spielen, damit die halt nur 3 oder 4 einschenken und nicht 6. Und das wäre ja auch eine Reaktion, weil man dann zumindest wütend darüber ist, dass man jetzt hier gerade zerschossen ist. Und das ist ja auch manchmal eine Reaktion, die ist jetzt platt, die man aber als Fan manchmal sehen will, dass die sich wenigstens wehren. Aber die haben sich ja komplett im Ganzen ergeben. Ja, das ist so und das ist ein Teil des Problems. Trotzdem ist es mir tatsächlich auch ein bisschen zu simpel, weil es im Endeffekt auch so ist, dass die Eintracht spielerisch in der Defensive ihre Situation nicht mehr lösen kann. Ja. Und das ist ein Thema, was du ansprechen musst, dass du im ersten Drittel... Aber das kann ja beides ansprechen. Ja, also aber es ist ja aber trotzdem... Das andere ja nicht aus. Ja, klar, aber trotzdem kannst du aber diese Mentalitätsfrage kommt halt immer wieder, es wird immer so wieder herangezogen, als wäre das Einzige. Es ist tatsächlich, das ist halt nicht das Einzige, sondern es ist tatsächlich auch so, dass die Eintracht die spielerischen Situationen in der einzelnen Defensive überhaupt gar nicht lösen kann. Ja klar, wir haben 29 Gegentore gefressen. Das ist doch genau das, warum die Leute jetzt auch... Guck mal, wenn dieses Leipzig-Spiel einzeln stattfindet. Kein Mensch sagt was. Du kannst auch mal einen Tag haben, wo du sagst, Alter, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, jetzt ist es 4-0 gefallen, jetzt kann ich mich nicht mehr motivieren, weil ich jetzt auch ein paar Champions-League-Spiele in den Knochen habe. Das Problem an der Geschichte ist doch, dass das nicht das erste Mal ist. Ja. Und das im Endeffekt genau wie du sagst, dass man da mal in eine tiefere Analyse gehen muss, warum fressen die so viele Gegentore? Und ich glaube, dass das ein Zusammenspiel aus beiden Gründen ist. Weil mannschaftstaktisch gesehen kann man bei gewissen Stellen gar nicht sagen, oh, da sind zu wenige Restverteidiger, das ist zu wenig. Digga, bei manchen Toren stehen da 6 Leute drumherum. Ja, bei manchen Leuten steht Collins daneben. Und da steht Collins da und der läuft einfach an ihm vorbei. Das heißt, im Endeffekt können wir hier 3 Fragen stellen. Mentalität, Qualität und Taktik. Und das wirklich in Gänze zu bewerten, steht uns gar nicht zu, sondern das muss die Mannschaft machen. Weil das Einzige, was wir bewerten können, ist das Ergebnis. Und das sind 29 Gegentore. Und eine Saison, die sich einfach merkwürdig anfühlt. Und da kann man auch nicht mehr so tun, als wäre das nicht so. Ja, und trotzdem, genau. Stimme ich ja zu, aber ich nehme halt jetzt nicht die ganze Zeit diese Mentalitätssache in Vorderschein, sondern für mich ist tatsächlich wichtig, dass jeder Spieler die Möglichkeit hat, unproblematisch die Möglichkeit hat, enger am Gegner zu stehen. Und das hat auch letztens, auch wenn er immer wieder viel gelobt wird, auch Nene Brown steht oftmals zu weit weg vom Gegner, um den gefährlich unter Druck zu setzen. Collins läuft mit wie ein NPC, es ist tatsächlich so. Und dann muss man halt sich auch die Frage stellen, warum lernen die das nicht? Ja, ich ordne das aber wiederum auch in die Mentalität ein, weil das ist für mich eine Lust, aber es ist für mich
eine Lust des Verteidigens zu entwickeln. Das habe ich auch in der Reaction gesagt. Für mich geht es darum, und das hast du bei Leipzig gesehen, du willst als Kollektiv dein scheiß fucking Tor verteidigen. Du willst unbedingt diesen Zweikampf gewinnen. Du willst unbedingt, dass jetzt das Tor... Auf Spannung genau, auf Spannung sein. Sie haben ja gezeigt, gegen Dortmund im Pokal, haben die es ja gezeigt. Oder gegen Neapel. Ja. Neapel war ein gutes Beispiel. Da warst du das erste Mal, glaube ich, ohne Gegentor? Das Spiel wahrscheinlich. Ja. Also, aber das ist, sie zeigen es ja, es geht ja, es funktioniert ja. Und das ist dann ja eine Einstellungssache. Wenn du es also gegen Neapel hinkriegst, dein scheiß Tor über 90 Minuten und plus zu verteidigen, dann kannst du das auch gegen Leipzig hinkriegen. Von der Qualität her, Neapel, Leipzig, gar nicht mal so viel Unterschied. Also ist es für mich eine Einstellungssache. Es ist für mich auch eine Mentalität. Es ist beides. Nein, Marvin hat auch einen Punkt, weil es ist ja im Endeffekt klar, Einstellung, das klingt immer auch so platt zu sagen, ja, ich werfe dieser Mannschaft, und das siehst du auch in vielen Spielen, wenn sie sich eben diese eigenen Fehler ins Nest legen, dann kommen die auch oft zurück. Natürlich. Das heißt, das ist keine Mannschaft, die immer baden geht, sondern die sagen auch manchmal, scheiße, jetzt haben wir Mist gebaut. Das war selbst gegen Bayern so, nach diesem Slapstick-Gegentor, dass du selbst gegen Bayern dann nach den 20 Minuten noch mitgehalten hast. Gleichzeitig gebe ich dir auch recht, ich sitze manchmal da und gegen Leipzig war es vom Fernseher, weil ich da nicht mehr hinfahren kann. Und ich vermisse so ein bisschen manchmal diese Balkan-Mentalität, die wir mal hatten. So diese Balkan-Mentality, wo du es gesagt hast, weißt du was, wenn es hier nicht klappt, ist egal, dann rasten wir halt mal ein bisschen aus. Und die Gegner sollen auch wieder Angst haben, gegen die Eintracht zu spielen. Und momentan habe ich nicht das Gefühl, dass die Gegner, dass selbst ein Verein wie Heidenheim und wie Wolfsburg und wie Mainz, die haben keine Angst mehr, gegen die Eintracht zu spielen. Ja. Weil die Eintracht momentan in der Verfassung ist, wo sie gefühlt einen Plan hat, wenn er klappt, geht das und dann schießt du 4 Tore in Köln, dann schießt du 6 Tore in Gladbach. Wenn der aber nicht funktioniert, dann guckst du in ratlose Gesichter und das ist das, was jetzt geklärt werden muss. Ja, und trotzdem ist es für mich halt tatsächlich, ich verstehe das und ich habe es jetzt auch die ganze Saison schon gehört, aber trotzdem auf der einen Seite wird mir die ganze Zeit erzählt, wie cool Christensen ist, was es für ein geiler Mentalitätsspieler ist, wie cool auch ein Theat ist und dann kriegen sie, und das sind ja genau die Spieler, die der Defensive sind und dann kriegen sie es ja trotzdem nicht hin. Und was ist mit dem Koch? Das kann ich auch mal die Frage stellen. Koch ist Kapitän, das sehe ich momentan auch nicht. Was ist es denn jetzt? Sind die jetzt alle cool oder sind es doch keine Mentalitätsspieler? Ich höre dann immer wieder 2 Seiten, wenn es gut läuft, dann ist es das, wenn es das ist, ist es das. Also was wollt ihr denn jetzt? Ich glaube nicht, dass sie das auf die Kette bekommen. Und ich glaube nicht, dass es nur an der Mentalität hängt, sondern ich glaube tatsächlich, dass sie für sich keinen Plan haben, wie sie konsequent in dieser Defensive über mehrere Strecken agieren, dass sie mal kein Gegentor zulassen. Keine Ahnung, vielleicht fehlt es da auch an der Struktur, vielleicht stimmt es an der Abstimmung. Mein Gefühl ist tatsächlich auch, dass der Kommunikator fehlt, dass die Person fehlt, die es hinten auch geordnet hat, die den Leuten auch mal rein Wein eingeschenkt hat. Und ich merke schon, wenn ich weggehe und mir die vergangene Saison angucke, da gab es auch Situationen, die nicht optimal gelaufen ist. Aber da war mit Kevin Trapp jemand hinten drin, der halt diese Autorität hatte und die fehlt halt jetzt völlig. Die hast du dir im Tor übrigens auch selber kaputt gemacht und das gehört zur Gesamtbewertung dazu. Ich weiß nicht, wer dafür mitverantwortlich war, aber sowohl das schnelle Hereinnehmen von Carlos Santos nach seiner Verletzung, als auch die schnelle Absetzung von Carlos Santos ist ein Problem, was die Defensive nicht stabilisiert hat. Und jetzt hast du damit Mir ist das aber zu einfach, das jetzt auch auf Kevin Trapp so zu projizieren, weil auch der hatte Böcke drin. Das ist schon eine Baustelle, ganz ehrlich. Der war seit 13 Jahren. Ja, natürlich Identifikation. Das Tor ist das Tor. Du hast es auch nicht geschafft, dieses Jahr im Tor hoch reinzukriegen. Ja. Punkt. Ja. Das ist immer ein anderer Torwart, der mit der Abwehr agieren muss. Das ist auch übrigens immer eine andere Formation. Das ist mal Viererkette, die letzte überragend funktioniert hat. Das ist mal Fünferkette, dann ist es mal der Torwart, dann ist es mal der. Dann setzt du alles auf eine Karte mit dieser Tetterer-Geschichte. Und dann hättest du ja die Frage, was ist denn, wenn der jetzt auch noch patzt? Dann haben wir 2 verunsicherte Torhüter da stehen. Ja. Die Erkenntnis zu sagen, Carlos Santos war der Faktor für die Instabilität, man weiß nicht, ob der Beweis zu Ende geführt wurde oder ob es vielleicht nicht an anderen Dingen liegt. Und dass man Santos einfach auch vor den Bus geworfen hat. Völlig unnötig. Und du jetzt das Gefühl hast, okay, wir spielen mit einem ganz normalen, random Bundesliga-Torhüter. Das ist nicht abwertend gemeint, das ist aber auch nicht heroisierend gemeint. Das ist ein Torwart, der hat 5 Millionen Euro kostet, der vom Werder Bremen kommt. So, der bringt dir das, der bringt dir das. Und ich finde es trotzdem wichtig, dass man Kevin Trapp anspricht, weil nicht nur die Fähigkeiten in einer Champions-League-Saison, er hätte die Erfahrung gehabt, er hätte die Ruhe gehabt, er hätte die Kommunikation gehabt, er hätte die Abwehr vielleicht auch mal chillen lassen können. So hast du das Gefühl, dass wenn die Abwehr nicht funktioniert, weil sie vielleicht durch taktische Anweisungen verunsichert ist, vielleicht auch durch mangelnde Hilfe aus dem Mittelfeld, manchmal, das gehört auch dazu, ist nicht immer nur die Abwehr. Das ist die ganze Mannschaft. Fängt ja auch früher an. Dann hast du da hinten plötzlich, merkwürdigerweise, und das war das Einzige, wo ich im Sommer ruhig geschlafen habe, die Abwehr, die Viererkette, alle bleiben, alle haben funktioniert. Hast du da plötzlich eine Instabilität drin, die es zu analysieren gilt, weil man braucht nicht mehr so zu tun, als wäre das nicht da. Du kannst mir jetzt erzählen, wir schießen doch viele Tore, jo, Bruder. Aber mehr Tore als Heidenheim zu fressen, das muss abgestellt werden und nicht
Auf diese Art und Weise, wie das kurzfristig gemacht wurde, indem man dann gar keine Offensivkraft mehr entwickelt und Johnny Burkhardt gegen Mainz auf dem Platz steht und sagt, ich wusste in der ersten Halbzeit selber nicht, wie wir ein Tor schießen sollen, sondern finde einen Mittelweg und finde auch wieder die Zuversicht, Spiele zu gewinnen. Ich finde es wichtig, was du gesagt hast, dass es natürlich nicht nur die Defensive ist, sondern dass auch das schwache Mittelfeld, was mit einem dauerschwachen Skiri, muss jetzt ehrlich gesagt, lassen wir es doch sein. In der Defensive, also ganz ehrlich, Skiri, wenn dann schon Moderhut derjenige ist, der dann zuerst da reingesetzt wird, ein Skiri, den hast du umtrainiert. Und ganz ehrlich, bei dem habe ich am wenigsten Kritik, weil der ist auf einer ursprünglich ungewohnten Position, macht sehr gut. Und es ist tatsächlich auch so, dass er relativ viele Assists hat. Also den will ich so ein bisschen rausnehmen. Aber du merkst halt, gegen Top-Gegner funktioniert es da halt nicht. Und da hängt natürlich auch das damit zusammen, dass in der Defensive nicht mehr so Ja, ist. aber genau das ist doch das Problem. Ich glaube, wo wir darüber gerade sprechen, ist, wir haben keine Achse bei Eintracht Frankfurt. Nö, Wo das ist denn stimmt. die Achse? Die einzige Achse ist hinten in der Abwehr. Ansonsten hast du im Mittelfeld niemanden. Larsson ist kein Führungsspieler oder kein Mega-Kommunikator, der ist dafür auch noch zu jung, finde ich auch hadert zu sehr mit sich selbst. Dann hast du einen Dahut auch nicht, Skiri allein von seiner Leistung her nicht. Ja. Und vorne hast du nur Ballkünstler und Spieler mit Qualität. Johnny Burkhardt kann theoretisch so eine Rolle auch ausführen, der ist jetzt verletzt. Aber du hast doch überhaupt keine funktionierende Achse. Und das ist ja, glaube ich, das Problem, dass du überhaupt keine Verbindung hast von vorne zu hinten. Und das ist ja auch das, was ich finde ich auch nochmal herausstellen will beim Leipzig-Spiel. Du hast gesehen, es fängt beim Neuner an. Habt ihr gesehen, was der Haderer für Wege gemacht hat, wie der sich die Bälle geholt hat, was er nach hinten gearbeitet hat? Klar. Es muss ja von vorne auch nach hinten funktionieren. Und gefühlt ist nur hinten eine Viererkette von möglichen Führungspersonen und Persönlichkeiten und die das Maul aufmachen, aber danach kommt nichts mehr. Und das ist bin ich hier vollkommen bei dir. Ich glaube, das ist auch dementsprechend kennzeichnet dieses Spiel, was verloren gegangen ist, in einer deutlichen Art und Weise relativ gut. Jetzt könnten wir natürlich noch auf das 5-0 und 6-0, aber ehrlich gesagt war es nach dem 3-0 forgettable. Da war der Käse gegessen und da musste man tatsächlich froh sein, dass Leipzig nicht noch weiter nach der 65. nach dem 6-0 mit Diomandé, da muss ich schon sagen, das sind natürlich Einzelspiele, die herausragend sind, aber nicht noch weiter gemacht hat, sonst wäre es vielleicht 7-0, 8-0 ausgegangen. Das ist aber dramatisch und die Situation, ich glaube, wir könnten Leipzig schon fast abhaken. Gerne. Weil das bringt in dieser jetzt auch nicht mehr viel, weil ich glaube, wir haben die Probleme in der Defensive beleuchtet, wir haben das Mitlaufen beleuchtet, den Spannungsverlust, der sich immer wieder durchzeichnet, selbst bei Partien, die gegangen sind, gegen Köln, gegen auch Gladbach, gegen deinen Verein, ne, wo du gemerkt hast, ja, erst 6-0 und dann geht es ja wirklich in die andere Richtung. Wäre das Spiel länger gegangen, wäre es wahrscheinlich sogar noch unentschieden ausgegangen. Und du merkst natürlich, und das ist ja genau, was Basti gesagt hat, dass zusammenkommt, ein ungutes Gefühl gerade herrscht. Und dieses ungute Gefühl macht sich auch seit Wochen auch im Stadion breit. Es gibt sogar Leute, die sagen, dass sie gar keinen Bock mehr haben, ins Stadion zu gehen, weil die Stimmung auch teilweise zu negativ, so negativ ist. Ja, es ist tatsächlich so, dass man teilweise bei einigen Menschen auch wenig Kredit hat. Und natürlich kommt jetzt die Diskussion, die gerade nach so krassen Niederlagen jetzt langsam wirklich rankommt. Und wir werden gleich über Barcelona sprechen. Aber natürlich wird jetzt schon, ich habe es im Frankfurter Blätterwald gesehen, dass langsam Dino Topmöller angezählt wird. Ich sehe das bei uns in den Kommentaren schon seit vielen Wochen. Ich finde es nur wichtig, dass wir versuchen, ein bisschen Kontext reinzugeben. Weil zur Realität des Ganzen der Eintracht gehört nicht nur, dass es spielerisch nicht attraktiv gerade ist, das ist wahr, dass der Spannungsverlust immer wieder auch bei guten Partien da ist. Es gibt diese Ausreißer, du hast Neapel vollkommen richtig illustriert. Zur Realität gehört aber auch, und es geht nicht um Entschuldigung, dass wir mit Can Uzun einen wochenlangen Spieler hatten, der erst überhaupt gar keine Rolle spielen sollte in dieser Saison und dann so einem tollen Spieler geworden ist, der dann aber verletzt ausfällt. Du hast mit Johnny Burkhardt einen Spieler, der gut spielt, der sich super integriert hat, aber leider auch ausfällt. Dann hast du mit einem Bahoya, mit einem Skiri Spieler, die überhaupt nicht mehr an ihr Leistungsniveau kommen. Collins. Auch ein Collins in brutalster Art und Weise. Und dann, spätestens dann, kommt es auch ein bisschen dazu, dass das niemals eine Alleinschuld ist, sondern es geht auch darum, dass der Herr Krösche im Sommer Situationen nicht bereinigen konnte, die vielleicht auch schon gesehen wurden. Ich bin ziemlich sicher, dass Dino Topmöller im Sommer schon wusste, dass der Sturm mit Wahi nicht so aufgestellt ist, dass er erfolgreich sein kann. Deswegen gab es kurz vor knapp noch die Ursula-Sache. Wir haben seit Monaten, seit Jahren reden wir über das defensive Mittelfeld. Auch da gab es keinen passenden Ersatz. Insbesondere auch, weil Larsson, der zwischenzeitlich verletzt oder in einem Formtief war, auch nicht in diese Qualität wieder reingekommen ist, die wir mal von ihm gesehen haben. Und dann ergibt sich ein Konglomerat der unguten Situationen. Und dann muss ich leider sagen, ich verstehe, dass sich vieles auf eine Person zentriert, aber so einfach ist es halt nicht.
Nee, so einfach ist es nicht. Du musst differenzieren. Das heißt nicht, dass es keine Kritikpunkte gibt. Also die Kritik an Topmöller finde ich an gewissen Stellen schon berechtigt. Weil im Endeffekt gibt er auch so ein bisschen die Kommunikation vor, er gibt den Vibe vor, er gibt alles vor mit den Aufstellungen, er ist ein bisschen ängstlich. Ich meine, diese Art von Dino Topmöller, die hat ja von Tag 1 an nicht zu 1000% nach Frankfurt gepasst. Da muss man einfach sich ehrlich machen und sagen, ey, so ein bisschen diese Anzünder, dieses was geht ab Frankfurt, das ist er nicht. Das ist, wenn er erfolgreich ist, aber auch völlig egal. Klar. So, das ist egal. Ich meine, du kannst ja auch keinen Trainer casten, zu sagen, ey, der muss jetzt erstmal irgendwie durch die Stadt laufen und gucken, ob die Leute ihn cool finden. Nee. Das ist natürlich aber, wenn es nicht läuft. Straßenumfrage. Nein, das ist aber natürlich, wenn es nicht läuft, ist das ein Brandbeschleuniger. Und das merkst du jedes Mal. Es gibt Leute, die fremdeln damit und die holen das dann raus, wenn es eben nicht läuft, wenn es so dramatisch ist. Und ich habe auch einige Kritikpunkte. Das ist A, diese Ängstlichkeit, die er manchmal hat. Das ist dieses Devote manchmal, dieses von wegen, das ist eine harte Nuss und hier ist noch eine harte Nuss und überall. So, das ist im Endeffekt auch manchmal wechseltaktisch, mannschaftstaktisch ist das manchmal einfach auch eine Trainergeschichte, weil die Dinge, die du ansprichst, die sprichst du absolut zu Recht an, über die Summe von so einer Hinrunde. Aber die zählen nicht in einzelnen Spielen. Du hast keine Entschuldigung, warum du so gegen Mainz auftrittst. Da musst du auch mit Dahut, sowas, weil ich frage mich dann immer, das Heidenheim ist auch gut. Wenn Dino Topmöller den Kader von Heidenheim hätte, dann würde der sich nachts in den Schlaf heulen. So, das ist im Endeffekt trotzdem noch Eintracht Frankfurt bei allen Problemen, die es hat. Und da musst du an gewissen Stellen ihn in die Verantwortung nehmen. Du musst gegen Union Berlin keine 4 Tore fressen. Es gibt viele Dinge, die Dino Topmöller zu verantworten hat. Aber du sagst zu Recht, das ist mit Sicherheit nicht alles. Weil es gibt Erklärungen, wo keiner was für kann, das sind Verletzungen. Da gab es ja jetzt scheinbar ein bisschen Stress in der ärztlichen Abteilung. Da hat man reagiert, so symbolisch den Arzt gefeuert, keine Ahnung, weil er einen Heidenheim-Spieler behandelt hat und weil es viele Muskelverletzungen gibt. Das kann passieren. Dann hast du zu Recht gesagt, im Sommer wurde die konservative Entscheidung, die ich ehrlich gesagt sogar gefeiert habe, getroffen. Sag das? Nein, die konservative Entscheidung im Sinne von, du gehst eben nicht all in, weil du jetzt einmal Champions League spielst und holst jetzt noch einen Sechser und noch einen Stürmer, sondern sagst, ey, wir sind keine Champions League Mannschaft, dementsprechend können wir auch keinen Champions League Kader bauen. Bei Wahi gebe ich dir recht, das scheint im Sommer schon ein Streitfall gewesen zu sein, wo Dino Topmöller scheinbar recht behalten hat, was auch dazu führt, dass er Wahi jetzt so behandelt, wie er ihn behandelt. Und du jetzt gar keinen Stürmer mehr hast, den du einsetzen kannst aus seinem Gangkampf, da du Wahi ja jetzt abgesägt hast. Grüße, Jesse. Da muss man auch fragen, ob das der richtige Umgang ist. Klar kannst du sagen, ich kann mit dem nichts anfangen, aber Bruder, dann setzt den zum Wohle des Vereins wenigstens auf die Bank, damit nicht die ganze Welt sehen kann, dass das gar nichts mehr wird. Und mit jedem Mal, wo er nicht im Kader ist, sinkt ja auch der Marktwert und Crash zu Hause und denkt, ja super, das wird wahrscheinlich jetzt das Missverständnis, die Range zwischen den 26 Millionen, die du bezahlt hast und dem, was du eventuell noch bekommst, die wird auch durch solche Kader-Nicht-Nominierungen immer größer. Ja. So, das heißt, im Endeffekt zeigst du der Welt, ey, das funktioniert nicht. Das heißt, ich glaube, das ist ein Spannungspunkt zwischen beiden. Und da komme ich zu dem Punkt, der für mich gelöst werden soll. Weil, halt mir mal eins fest, die Hinrunde ist noch nicht gelaufen, Leute. Richtig. Wenn du gegen Augsburg und Hamburg gewinnst, dann stehst du tabellarisch super da. Dann hast du dich nicht so gut durchgemogelt wie in der ersten Saison mit Mamouche und Ngannou. So, das ist dann Dino Topmöllers Verdienst. Und dann, und das müssen beide machen, muss offen angesprochen werden. Dann muss Dino Topmöller vielleicht auch mal offensiver werden und sagen, ey Markus, wenn du mir hier Mängel mit in die Saison gibst, ich werde ab jetzt nicht mehr öffentlich die Fresse halten und dann, weil er kriegt ja auch den Blame oft, zu sagen, okay, weil ich halt so still bin und bla bla, ich beschwere mich auch nicht wirklich, wie es vielleicht ein Sebastian Hoeneß vor der Saison gemacht hat, dann kriege ich dann auch mehr den Blame, weil es irgendwie nicht öffentlich diskutiert wird. Das müssen die intern klären, beide. Und sagen, Herr Markus, ich brauche das und das, kannst du mir das liefern? Wenn nicht, dann erwarte ich von dir, dass du die Kommunikation nach außen hin auch zurückschraubst und dass wir nicht wieder denselben Winter haben, den wir immer haben, wo es irgendwie gegenübersteht zwischen Markus Krösche fördert das, liefert aber eventuell nicht alles und der Trainer kann es eventuell irgendwie nicht austarieren. Das heißt, die müssen wieder mit einer Hand, es wird jetzt fast gesagt, mit einer Hand sprechen, um so ein Marvin Manley Gedächtnis Sprichwort zu sagen. Nein, aber im Endeffekt, die müssen sich da einigen, weil das die arbeiten ja auch nicht gegeneinander, auch wenn du das Gefühl hast, dass der eine jetzt mal hier was platziert, der andere platziert da was und so ein Kram, wie damals bei Thomas Schaaf über die verschiedenen Medien. Die müssen sich einigen einfach und dann ist das Problem auch lösbar. Ja, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich glaube, im Winter könnte es lösbar sein. Du wolltest aber auch noch was sagen, oder? Hast du deinen Train of Thought vergessen? Ja, ich war gerade so fixiert auf Bastis Rede hier. Da würde ich ganz kurz noch ein bisschen Input geben. Ja, weil ich gerne. finde schon, du hast es angesprochen, es gibt Punkte, die man aber ihm vorwerfen kann, Dino. Ich finde schon, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, wir haben aktuell sehr instabile Defensivstrukturen, die funktionieren bei sehr, sehr vielen Spielen nicht. Das kann man ihm vorwerfen. Ich finde auch weiterhin, dass er Mängel im Ingame-Coaching hat. Er lässt sich übrigens auch, also Ingame-Coaching meine ich insbesondere bei Wechseln, die uns nicht zum Wohle tun. Die Wechsel waren in der letzten Zeit oftmals zum Nachteil eher. Das ist nicht optimal. Wir sehen übrigens auch manchmal, dass er sich
gelegentlich noch auscoachen lässt. Das ist gegen Blessin beispielsweise in der Rückserie der letzten Saison deutlich gewesen. Also das passiert schon. Und Mentalitätsmonster, hast du vollkommen recht. Das wird er nie sein. Er ist kein Stepanovic, er ist kein Zampano, er ist nicht derjenige, der jetzt die Zigarre anzündet. Ja. Trotzdem hat er muss er auch nicht, weil er auf der anderen Seite auch viele Dinge richtig gemacht hat. Er hat über Jahre hinweg jetzt schon konsequent den Nachwuchs gefördert. Die Tatsache, dass wir mit Brown, dass wir mit Can Uzun, das sind nur zwei Namen. Mamouche, sind sein Verdienst. Sind sein Verdienst. Das war genau das, was Krösche ja auch wollte, weil er wollte, dass die Spieler besser werden. Deswegen ist der Wechsel von dem Herr Glasner, der einen wahnsinnigen, der eine Aura hatte, der auch dementsprechend Pokal geholt hat, weggegangen. Zu halt einem Dino Topmöller, der aber einen gewissen K.O.-Instinkt vermissen lässt. Das sehen wir auch gerade bei den K.O.-Spielen. Es ist nie 100%, aber es ist halt, und da stellt sich die Frage, wo ist die Waage gerade mehr? Ja, und ich glaube, das wird der entscheidende Punkt sein, solange die Tabellensituation so ist, wie sie jetzt ist, wird Eintracht Frankfurt erstmal nicht reagieren, solange sie immer noch an den Europapokalplätzen schnuppern. Und wir müssen nicht über Champions League sprechen. Ich glaube, Europa League ist der Wettbewerb für Eintracht Frankfurt. Übrigens 2027 Finale zu Hause in Frankfurt. Genau. Also ich würde sagen, Europa League ist das anvisierte Ziel. Also solange die Europapokalplätze noch in Reichweite sind und im Visier sind, glaube ich, hat er halt die Argumente für sich, dass er sagt, ey Leute, so schlecht ist es doch gar nicht, guckt mal auf die Tabelle. Und trotzdem gebe ich dir recht, muss er sich auch Kritik gefallen lassen müssen. Ja, und da gehört für mich auch dazu. Genau. Das ist eigentlich eine gute Idee. Kritik anhören lassen. Ey, kannst du die mal Kritik über mich, kannst du die mal anhören? Damit ich mir selber nicht anhören muss. Und genau, gab es das nicht mal bei MTV Beef oder Roast Beer oder sowas? Ja, genau. Ja, und ich sag mal, dieses mannschaftliche Geschlossenheit, da auch wieder ein Team auf den Platz zu bekommen, das ist seine Aufgabe. Das ist seine Aufgabe. Er muss es wieder hinkriegen, dass da wieder nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht und irgendwie für sich spielt, sondern dass da wieder eine Mannschaft steht, dass sie eine gemeinschaftliche Geschlossenheit hinbekommt. Das muss er jetzt in den Griff kriegen und er muss sich auch gefallen lassen, dass die Schießbude der Liga aus Eintracht Frankfurt kommt. Das ist schon auch sein Fehler, ja, aber das ist vielleicht trotzdem auch seine Verantwortung, wenn das auch in Kaderstrukturen zu erklären ist. Und ich bleibe dabei, dass das kein Champions League Kader ist. Ja, absolut. Also wenn jemand jetzt mal ganz kurz, no disrespect, ich feiere seine Story und finde auch geil, dass er wieder da ist. Aber wenn du eine komplette zweite Halbzeit in Leipzig mit Jessic in Gangkamp beschreiten musst, während du eine Champions League Saison spielst, da kann man schon festhalten, dass das nicht ausreicht. Der verletzt ist. Grüße an dieser Stelle. Gute Besserung. Und Mo Dahoud zähle ich da auch dazu. Der war mit Sicherheit auch nicht eingeplant in diese Geschichten. Und da hat man ihm keinen Gefallen getan. Im Endeffekt hat er den Kader nicht, um eine Champions League-Saison wuppen zu können. Ja. Das war vorher klar. Da muss man vielleicht auch mit gewissen Dingen leben. So, dass das eben in der Champions League reicht es dann nicht, dann reicht es gegen Leipzig nicht, es reicht gegen Dortmund nicht. Genau. Das ist aber keine Entschuldigung für diese Lappenspiele gegen Gegner unten. Ja. So, das heißt, im Endeffekt kannst du die Verantwortung hier verteilen. Wenn Markus Krösche eine Mannschaft haben will, die in der Champions League für Furore sorgt, dann muss er mehr liefern. Richtig. Dann musst du sagen, dann musst du mehr ins finanzielle Risiko gehen. Wenn er das nicht macht, dann kriegst du das in der Champions League, was du bekommst. Aber Markus Krösche hat schon genug hingestellt, um zu Hause gegen einen 8-Punkte-Augsburg zu gewinnen, um besser gegen Mainz zu spielen. Und da will ich verstehe das und du hast vollkommen recht. Ich will nur ganz kurz, dass wir versuchen, auch den Blick mal ein bisschen weg von der Eintracht zu lenken, weil es ist tatsächlich auch bei anderen Vereinen nicht so, als würden die ganze Zeit Hurra-Fußball spielen. Es ist auch so gewesen, dass beispielsweise Dortmund, da gab es ja inzwischen schon Gerüchte, dass du gedacht hast, naja gut, wir gucken mal, wie lange der Kovac das überhaupt macht. Ich habe mir das Spiel angeguckt gestern gegen Hoffenheim. Das ist ja auch das war fucking langweilig. Das war scheiße, um es mal so zu sagen. Und es war ein Topspiel. Richtig, das ist ein Topspiel und das passiert öfter. Ja. Das passiert unter Kovac öfter, weil er genau gerade das spielt, was ihm Sicherheit einbringt. Und das ist kein Hurra-Fußball. Das ist auch nicht der Dortmunder Hurra-Fußball. Aber sie sind effizient und sie punkten. Und die Eintracht hat auch oft gegen diese Gegner gepunktet. Ich will nur sagen, das Gras ist nicht überall woanders grüner, sondern vielleicht müssen wir damit arbeiten und punktuell die Verstärkung im Winter anstreben, dass man sagt, ich glaube nämlich übrigens auch, es hilft insofern nichts, weil ich nicht denke, dass es so viele Trainer rumlaufen, die das eklatant besser machen würden. Der einzige Marco Rose, das ist der einzige, wo ich sage, der hat leider die RB-DNA, das muss man auch sagen. Aber für den Fußball, den die Eintracht eigentlich mal spielen wollte, ist er schon. Und er ist ein Menschenfänger, ist so. Ich glaube ganz ehrlich, wenn du auf einem Niveau unterwegs sein willst, dass du sagst, du elevatest, das hast du Sebastian Hoeneß und der ist nicht verfügbar. Weil das ist ich glaube, das ist jemand, der taktisch auch nochmal
auf einem sehr guten Niveau ist. Ich glaube nicht, dass es Marco Rose 2025 ist. Und genau da haben wir schon diesen Dissens, dass wir merken, es gibt diese Person nicht und man muss auch sehen, was Dino Topmann in der letzten Zeit geleistet hat. Es bleibt schwierig. Meine Lösung wäre, wir gucken lieber auf dem Transfermarkt im Winter nochmal und raufen uns zusammen. Das muss das sein. Das Ding ist, bei aller Kritik, Trainerwechsel sind halt auch immer einschneidende Erlebnisse. Weil dann kommt ein neuer Trainer, der will neue Spieler haben, der hat ein neues System. Ja. Das ist ja im Endeffekt auch nicht so, dass du da stehst und denkst, boah, mit dem Kader musst du eigentlich auf Platz 3 stehen. Nee, so, das ist nicht gesagt, dass ein neuer, selbst der Marco Rose kommt und selbst Stefan Reich und ich waren ja mit dem in Wien mal an der Bar, das ist ein guter Typ. Ja. Weiß aber auch nicht, ob ich wieder einen Trainer haben will, der viel an der Bar ist. So, also es ist trotzdem immer ein einschneidendes Erlebnis, wenn du einen Trainer wechselst. Und ich glaube, das lohnt sich aktuell noch nicht, weil du trotzdem Vorteil hast, weil Dino Topmöller, das muss man ihm auch zugestehen, war einer der wenigen Trainer, der wirklich eine gute Spielanlage im Ballbesitz hier in Frankfurt gebracht hat. Das war nicht einfach, das war zäh, sich das immer anzuschauen. Trotzdem hat die Eintracht, wenn es läuft und wenn alle fresh auf Modus sind, hat die Eintracht eine gute Taktik im letzten Drittel. Die spielt gute Halbräume an, du hast teilweise gut herausgespielte Tore, du hast teilweise unfassbare Kombinationen. Wenn das seinen Peak erreicht, dann hast du so eine JB Hacke, so ein Winkel-Geschichte in Gladbach. Das heißt, es ist auch nicht alles Kacke. Und du musst es jetzt klären. Dino Topmöller muss wieder so ein bisschen diesen Dino aus dem Sommer finden, wo du das Gefühl hattest, der hat so ein bisschen Frankfurt in sich aufgesaugt. Vielleicht muss der mal ein bisschen hier wieder durch Frankfurt laufen und denken, Alter, was geht ab? Dass er wieder selber auch mehr Zuversicht ausstrahlt, weil ich glaube, das überträgt sich auf eine Mannschaft. Gleichzeitig muss er jetzt auch mal ein bisschen sich emanzipieren von Krasche. Dass er eben nicht alles frisst, was der dann macht und sagt, ey, hör mal zu, Bruder, du besorgst mir jetzt einen Stürmer. Ich habe dir im Sommer schon gesagt, boah, hier wird nichts. Und ich brauche jemanden mit Aura im Mittelfeld, wenn du willst, dass wir so spielen, wie wir spielen. Dann brauche ich ein bisschen mehr Breite. Du siehst es doch, wen ich hier teilweise einsetzen muss. Wir mussten mit Bruta am Europapokal spielen. Ja. Also es ist im Endeffekt mit Sicherheit nicht nur ein Trainerproblem, was aktuell ist. Und das Problem, was wir selber hier besprechen, wir merken es ja unter dem Eindruck des Leipzig-Spiels, ist auch nicht so ein großes Problem, wie getan wird durch Social-Media-Diskussionen hier und da, sondern es ist eine Hinrunde, die man vielleicht dann erst am Ende der Hinrunde auch bewertet. Weil wenn du jetzt gegen Augsburg in Hamburg gewinnst, dann stehst du punktemäßig gut da, du hast gesagt, du kannst auf dem Transfermarkt was machen und dann ist das Gras bei uns auch wieder grüner und das ist nicht komplett verbrannt und haben nicht überall Heu liegen. Das heißt, es ist noch da, es muss nur jetzt mal eine Wachsamkeit da sein, die muss von den Fans kommen, die muss von der Mannschaft kommen, die muss vom Trainer kommen, dass man sagt, ey Leute, klar ist jetzt hier viel Scheiße gelaufen. Klar haben wir uns in der Champions League mal eine blutige Nase abgeholt. Klar ist in der Kaderplanung nicht alles gut gelaufen. Klar hat der Trainer Fehler gemacht. Aber, Leute, wir sind nicht Zwölfter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, mir würden sogar schon 4 reichen. Ich glaube, entweder du holst einen Dreier gegen Augsburg und einen Punkt beim HSV. HSV haben wir jetzt auch wieder gesehen. Die haben eine ganz eigene Dynamik zu Hause, sollte man auch nicht unterschätzen. Da ist ein bisschen Druck dahinter. Ich will nur sagen, wenn du mit 20 Punkte jetzt in den Winter erstmal gehst, dann bist du erstmal, in meinen Augen erstmal schon gut dabei. Wenn du sogar 6 holst, dann brauchen wir über viele Dinge gar nicht sprechen. Trotzdem müssen wir über die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die wir immer wieder, den Konzentrationsverlust und so, das muss er auch hinbekommen. Und vielleicht muss er auch mal mit dem einen oder anderen Spieler darüber sprechen, wie das sein kann. Aber ganz kurz mal, Einzelgespräche ist was mich auch ein bisschen alarmiert hat, weil in der Woche, und das war endlich mal eine Woche, du hast endlich mal eine Woche Zeit gehabt, um dich auf Leipzig-Spiel vorzubereiten, wurde ja erzählt, dass er viele Einzelgespräche geführt hat. Und dann habe ich schon ein bisschen Angst gehabt und habe gedacht, okay, wenn das Ergebnis von vielen Einzelgesprächen ist, dann musst du vielleicht... weiß ich nicht, ein bisschen anders in den einzelnen Gesprächen auftreten, weil das teilweise schon, wie es vorhin angesprochen haben, merkwürdige Auswüchse dann angenommen hat. Aber ich würde fast sagen, dass die Eintracht 6 Punkte als Ziel ausgeben muss, um ein bisschen Ruhe und auch wieder selber so ein bisschen, nicht dieses von wegen, in Hamburg reicht ein Punkt, klar ist es am Ende so, aber bitte kommuniziere das nicht. Und bitte, ich meine, du kannst das jetzt hier sagen, nein, Marvin, du kannst das jetzt hier sagen, aber ich will nicht, dass ein Dino Topmöller vor der Hamburg-Auswärtspartie auf einer PK sitzt und sagt, der HSV ist gut, aber natürlich haben die Spiele gezogen. Natürlich haben die gegen Dortmund das Tor gemacht und jetzt hier wieder auf spektakuläre Art und Weise. Aber trotzdem, guck dir die Kader an, mach dich auch wieder ein bisschen deiner eigenen Stärke. Es muss ein Selbstverständnis wieder Genau, da das sein. ist es. Es ist dieses Selbstverständnis. Und das muss wiederkommen. Und dann müssen verschiedenste Hebel in Bewegung gesetzt werden und nicht nur ein einziger. Ja, man muss sich einfach auch wieder ein bisschen mehr in Anführungsstrichen groß machen, also dieses Selbstverständnis auch haben und das macht natürlich was mit einer Mannschaft, wenn die 6 Dinger gegen Leipzig bekommen. Das macht was mit einer Mannschaft, wenn sie 0-3 gegen Bergamo verliert. Ja. Das macht natürlich alles was mit einer Mannschaft, aber du musst jetzt dich wieder zusammenraufen und jetzt wieder auch eine Art Selbstverständnis kreieren und wieder einfach ein bisschen mehr Aura ausstrahlen und machen und einfach mal wieder ein bisschen asozialer sein. Lisa, hilft das, was du gerade gesagt hast,
könnte das auch schon direkt helfen gegen Barcelona. Denn das ist jetzt Absolut. unser nächster Gegner. Es ist jetzt das nächste schwere Spiel. Insbesondere natürlich mit dem guten Lauf, den die gerade haben und unserem Lichtlauf, will ich mal meinen. Ja. Aber man könnte ja den einen oder anderen positiven Aspekt hervorheben. Liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, dass ihr euch auch freut, dass Larsson beispielsweise wieder da ist. Dass auch ein Can Uzun wieder auf der Bank saß. Ist das vielleicht ein Weg, wo wir sagen könnten, wir könnten in der Aufstellung ein wenig schon ändern, um dann zu einer Art Kontinuität zu finden, die zumindest nicht ganz so dramatisch sich äußert, dass du dann nicht Ja, ich glaube ehrlicherweise, es ist das einfachste Spiel des Jahres. Bin Ja? ich ganz ehrlich. Absolut. Okay. Du kannst jetzt einfach gar nichts verlieren. Ja? Es ist einfach eine Null-Erwartungshaltung in Anführungsstrichen. Du kannst dich natürlich gegen Natürlich kannst du dich gegen Barcelona abschießen lassen, wird aber nicht passieren, weil das genau das Problem ist, dass das diese Highlight-Spiele sind, ja. Und da haben dann viele Spieler plötzlich dann doch richtig Bock. Das hast du gegen Neapel auch zum Beispiel dann gesehen. Also die Sinne sind da ja schon auch geschärft und die hatten auch Bock gegen Atletico, Das die hatten stimmt. auch Bock gegen Liverpool. Ja, das sind dann diese Highlight-Spiele. Kurz mal. Kurz mal, ja, dann gehst du sogar in Führung. Nein, aber an sich sind das diese Highlight-Spiele, da brauchst du gar nicht viel motivieren. Ich glaube, dass da schon per se dieses Kollektiv auch entsteht. Und ja, natürlich darfst du nicht 0-7 da untergehen, aber vom Prinzip her denke ich mir so, eigentlich ist es ein einfaches Spiel, weil die Erwartungshaltung nicht ist, dass du Barcelona 3-0 besiegst. Und es wird nicht, niemand denkt, dass es die Genau. Neuauflage des 22er Klassikers gibt. Aber Basti, wie siehst du das Spiel? Würdest du in der Situation der Aufstellung ein wenig Änderungen reinbringen? Mir ist dieses Spiel vollkommen egal, ehrlich gesagt. Also dieses, Zum Glück fliegt er hin. Ja. Das war so egal, dass er Mein Koffer steht hier hinter der Kamera. Ja. Gehe jetzt gleich los. Ich habe auch Bock. Ich meine, es ist trotzdem noch Champions League, es ist trotzdem noch Eintracht Frankfurt, aber im Endeffekt die Situation, wie sie jetzt gerade ist, auch die Situation in der Champions League, ist natürlich so, die Eintracht wird nicht weiterkommen. Das heißt, ich will nicht, dass sich da jemand verletzt. Ich will nicht, dass die Eintracht abgeschlachtet wird, damit es noch irgendwie mehr Druck auf den Kessel ist. So schade, wie das klingt jetzt. Die Eintracht spielt Champions League in Barcelona und alles, woran ich denke, ist der FC Augsburg. Ja. Und ich glaube, das fasst unsere Situation aktuell ganz gut zusammen. Aber so sehe ich es. Weil sportlich ist nicht mehr viel zu holen. Ich glaube, das wird auch ein bisschen dafür sorgen, dass das, was du gesagt hast, nicht eintritt. So, was die Spieler, klar, wenn jetzt was zu holen ist, gehst du rein und let's go und Champions League und die große Bühne und alle gucken zu. Ich glaube, dass die Eintracht das irgendwie überleben will, weil Barcelona wird auch nicht vergessen haben. Das zeigt ja die Kommunikation. Die scheißen sich ja jetzt schon wieder in die Hose. Öffentliche Statements, nur Mitglieder kommen ins Stadion, kein Frankfurter, wir dürfen es nie wieder erleben. Ja, Bruder, dann verkauf doch dein eigenes Stadion aus, dann kann auch kein Frankfurter rein. Siehe Eintracht gegen Galatasaray. Ja. Da war viel Kartendruck drauf. Waren viele Gala-Fans im Stadion? Nein. Vielleicht sollte man bei der Fehlanalyse in Barcelona bei sich anfangen, warum so viele Barcelona-Leute die Karten überhaupt verkaufen. Und nicht jetzt wie auf die Frankfurter losgeht, ihr braucht gar nicht ankommen, bla bla. Da werden trotzdem mehr sein, als euch lieb ist. Und darauf habe ich ein bisschen Bock. Und vielleicht kann da eine Sondersituation entstehen, dass man sagt, ey, dieser Tag hat mit allem anderen vorher und nachher nichts zu tun. Das ist vielleicht wie, wenn man so selber vielleicht, wir kennen das alle, du bist selber vielleicht im Leben in so einer Phase, wo du sagst, boah, Moment, ist ein bisschen viel gerade und jetzt da ist das passiert, das ist nicht alles scheiße, aber irgendwie ist der Vibe nicht geil. Und dann gehst du halt einfach mal in einer anderen Stadt feiern. Und alles, was da passiert, bleibt dort und kommt auch nicht wieder mit nach Hause und hat auch mit deinem normalen Leben nichts zu tun, redest auch nie wieder drüber. Aber vielleicht gibt es diese One Night Only in Barcelona, wo du halt einfach entweder auf den Rängen und oder in der Nacht und oder auf dem Platz einfach ein bisschen Spaß hast, weil wir müssen uns jetzt hier auch nicht auf den Boden werfen und so tun, als wenn die Eintracht kurz vor der Insolvenz steht, als wenn irgendwie die ganze Stadt sich am Auflösen ist, sondern es ist ein Spiel in Barcelona, meine Güte. Genießt es. Ich finde es ein bisschen Lass schade. doch mal gucken, was da passiert. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass diese Stimmung, ey Leute, das ist Champions League, ihr spielt mit Eintracht Frankfurt in Barcelona, da muss man sich auch wieder drauf freuen dürfen. Und das ist so schade, dass diese Stimmung gerade, Hast du nicht. dass Ist das so. nicht so ist, ja, dass du das nicht erzeugen kannst. Das ist auch, finde ich, schade für die Fans, weil, ey, das Ganz kurz, ist... ich muss auch korrigieren, was ich am Anfang gesagt habe. Umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr du redest und du, ganz ehrlich, klar haben wir jetzt alle auf dem Schirm, dass Barcelona nicht vergessen hat und uns jetzt abschlachten wird. Das ist ja auch die Kommunikation von Fans und so. Wir haben nicht vergessen und bla bla. Und ich glaube, Visca Barca hat es geschrieben. Wir werden uns an Eintracht rächen. Das heißt, das sitzt sehr, sehr tief. Die größte Chance, die die Eintracht hat. Alle erwarten, dass Barcelona das macht. Digga, ich sag dir eine Sache. Wenn die Eintracht da wieder gewinnt, dann können die uns den Schlüssel zur Stadt geben und sagen, ey, ihr habt jetzt noch eine Stadt. Die könnt ihr haben, das ist euer Stadion, sucht euch Lamine Yamal aus, wir geben euch alles, weil dann ist Barcelona von Frankfurter Seite her
komplett beerdigt. Und dann können die da Straßen nach uns benennen. Und ich will noch ein bisschen Mut machen, ja. Barcelona ist zwar Erster in der Liga, aber wer es gesehen hat, Hansi Flick weinend auf der Trainerbank, Ja. Da läuft es gar nicht gut. Die haben übrigens auch 3 Dinger wieder geschluckt am Wochenende, 5:3 gewonnen. Die haben eigentlich genau das gleiche Problem, was Eintracht Frankfurt hat. Fast das gleiche. Unfassbar, nur leider, dass sie Erster sind, das reicht trotzdem. Die schlucken unfassbar viele Gegentore und Hansi Flick ist unfassbar, offenbar traurig darüber. Jetzt steigere ich mich noch dass mal rein, sie- Hansi dass sie- Flick, wenn wir uns bei Dino Topmöller beschweren, dass er wenig Aura Ja. hat. Digga, die Graugänse. Aber habt ihr gesehen, wie er auf der Ja, hab ich Trainerbank gesehen, ja. saß? Dass er die Tränen in den Augen hat, er war völlig Ich würde desillusioniert. es trotzdem ganz gerne noch mal Ja. probieren, weil ihr alle gar nicht so richtig über das Spiel sprecht. Was ist auch vielleicht euch auch egal, das ist okay. Aber es gibt schon den einen oder anderen Eintracht-Fan, der ganz gerne schon mal eine Einschätzung hätte. Würdet ihr eventuell schon mit Can Usun spielen? Würdet ihr einen Larsson spielen lassen oder wäre das euch nicht der Fall? Ich glaube, Die müssen gegen zu, Augsburg ja. spielen. Ja. Das wäre mir, glaube ich, zu riskant. Zu riskant. Auch, Das heißt, im ich würde ihn Endeffekt- eher einwechseln. Das heißt, im Endeffekt würden wir weiter wieder mit Schäbe oder würden wir Skiri reinsetzen und der Hut? Ist Ja. das Ziel? Müssen wir mal sehen. Was Ich ist merke mit auf jeden Knauf? Fall- Der müsste ja eigentlich jetzt fit sein. Der hat ja, hoffe, glaube ich, nur eine nur eine Erkältung. Erkältung. Ne? Auch schon. Das Bahoya heißt- rein, weil der hat nicht viel gespielt, der musste noch Spiel im Tank haben. Also Dino Topmöller, ich würde an Dino Topmöller appellieren, dass er sich eine Inventarliste macht und sagt, okay, was brauche ich gegen Augsburg? Und alles, was nicht auf dieser Liste steht, spielt auf jeden Fall schon mal von Anfang an. Ach, Sandro-Spiel. Ja, vielleicht. Meine Güte. So, es ist im Endeffekt ein Sonderspiel. Also ich würde auf gar keinen Fall da in irgendeiner Art und Weise wichtige Körner bei Usun, bei Larsson verschießen, weil machen wir uns trotzdem nichts vor. Bei Augsburg ist das wichtige Spiel und du kannst dieses Spiel lockerer angehen und kannst vielleicht dort auch mal Dinge ausprobieren, die du im Alltag nicht ausprobierst. Du hast jetzt einen Gegner, du hast es gesagt, die sind auch nicht komplett stabil. Wenn du sagst, okay, ich will mit Bahoya vielleicht mal neue Dinge probieren, weil ich habe jetzt aktuell keinen Stürmer. Diese ganzen Sachen, die gegen Wolfsburg daheim nerven, die kannst du jetzt in Barcelona ausprobieren. Ganz ehrlich, ich werde nicht und nicht ein Wort der Beschwerde sagen, wenn du da mal ohne Stürmer spielst. Dann ist es so. Probier was aus. Probier in irgendeiner Art und Weise aus, dass du 2 Hybridstürmer hast. Mit Bahoya und vielleicht Doan. Oder vielleicht hat Götze irgendeine Rolle, die er annehmen kann, die er bei der Nationalmannschaft damals noch gespielt hat in dieser Guardiola-Halbzeit, wo jeder plötzlich einen falschen Neuner haben wollte. So, mach das. Also mach in irgendeiner Art und Weise was Besonderes. Probier dich aus. Rotier die Spieler raus, die du gegen Augsburg auf 100% brauchst. Und dann schauen wir mal. Lass Also ihn Amenda zum Beispiel spielen. Ich würde Ja. auch Amenda zum Beispiel bringen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wen ihr spielen lassen würdet. Ich merke auf jeden Fall, Basti hat es deutlich gemacht, dass die Hälfte seiner Freunde wohl ganz froh sind, wenn die Sachen, die in Barcelona passieren, in Barcelona auch bleiben. Ja, in diesem Sinne hoffen wir mal, dass alle wieder gut heimkommen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nach dem Spiel in Barcelona mit einer Reaktion wieder. Ich werde mich an der Stelle melden, Marvin, wo wir beide damals standen, weil man muss trotzdem, wenn wir über Barcelona sprechen, nochmal einen Afterclub hier machen. Wie wir da standen. Das war Wahnsinn. Fußball 2000, wir sind wieder da und holy guacamole, die Frankfurter Eintracht gewinnt 3:2 in Barcelona. Wir haben alle 3 Tore gebraucht, aber liebe Leute, bevor wir jetzt anfangen, irgendwie Analysen, das, erstmal Applaus für diese Mannschaft, oder? Ich gehe an dieselbe Stelle, Marvin, und werde da eine Reaction machen, egal wie das Spiel ausgeht, und werde nie vergessen, wie fertig wir aus diesem Stadion rausgekommen Das war sind. gut. Nicht fassen konnten, was da passiert ist. Das ist einfach trotzdem. Krieg ja sogar geil. ich Gänsehaut Das war jetzt. wahr. Oh, Es ist ist das auch ganz nostalgisch. ehrlich in der aktuellen Situation, die ein bisschen knatschig ist, Leute. Niemals vergessen, was für wahnsinnige Jahre wir hier hatten. Ja, aber das Ding ist, du sagst hatten, das heißt ja noch nicht mal, dass es vorbei ist. Und das ist nämlich genau der Punkt. Es muss gar nicht vorbei sein. Ja. Muss gar nicht vorbei sein. So, liebe Leute, es war eine hitzige Diskussion, viele, viele Themen, die wir angesprochen haben. Ich glaube, es kann sich keiner jetzt beschweren, dass wir irgendwas nicht besprochen haben. Wenn ihr euch die Highlights vom Leipzig-Spiel nochmal geben wollt, dann klickt hier. Aber ich sage es schon mal, Achtung, das tut weh. Ole, ole. Das hat sich noch gereimt.